Der ein oder andere kennt sicher meinen Digital-Sustainer, mit dem ich meine Logs prüfe, programmiere und mit Sound bespiele. So gern ich ihn habe, hat sich die Konstruktion über die Zeit als verbesserungswürdig herausgestellt. Die Lösung mit den vielen Schaltern führt eigentlich nur zur Verwirrung. Das kann auch an einer mangelhaften Beschriftung liegen. Auf jeden Fall habe ich gern mal mit Try and Error geschaltet. Irgendwann ging's dann halt. Die Digitrax-Zentrale habe ich eigentlich nie benutzt. Gleichzeitig hatte ich immer mal wieder das Bedürfnis, eine andere Digitalzentrale anschließen zu wollen, sei es die Z21 oder die Smart Control. Bei bestimmten Vorgängen war es erforderlich, den Einsatz aus dem Sustainer zu nehmen. Flux-Decoder konnte man zum Beispiel nicht auf den Tester stecken, solange der Einsatz sich im Sustainer befand. Das allein ist schon nicht so prall. Erschwerend kommt hinzu, dass der Einsatz eher schwierig rausgeht, weil er an den Deckelscharnieren gern mal hängen bleibt und ein richtiger Griff fehlt. Den Log-Programmer von ESU unten zu verbauen war auf den ersten Blick eine smarte Idee. Auf den zweiten nicht so, da man nicht sieht, ob er an ist, ob er Daten schreibt etc. pp. Mittlerweile ist auch ein Smart-Programmer von Pico bei mir eingezogen, der in der bisherigen Box aber keinen Platz findet. Und der Sustainer ist nur für H0-Regelspur nutzbar. Sowohl der Rollenprüfstand als auch das Gleis sind darauf ausgelegt. Ich habe aber auch Schmalspurfahrzeuge, beispielsweise aus Australien oder die Mainzer Straßenbahnen und neuerdings ja auch Spur N. Viele Baustellen. Klar war, dass für den neuen Sustainer alle Geräte oben auf der Platte sein werden. Mehr Platz war außerdem für den Tester nötig, damit jeder Decoder auch ohne Entnahme des Einsatzes gesteckt werden kann. Und der Smart Programmer sollte auch noch drauf. Der Smart Tester nur mit Entnahme, was primär der nicht autarken Funktionsweise des Testers geschuldet ist. Damit war klar, dass ein neuer Sustainer auch größer sein muss. Am Ende ist es jetzt ein MIDI-Sustainer der zweiten Generation geworden. Warum zweite Generation, wo es doch auch schon die dritte gibt? Ich habe Vektordaten für die Einsätze der zweiten Generation in normaler Breite. Diese auf die größere Breite umzubauen, sind 3 Klicks in Illustrator. Einen komplett neuen Einsatz zu bauen, wie für die dritte Generation erforderlich, wäre vermutlich deutlich aufwendiger geworden. Ich habe es mir tatsächlich nicht angesehen, kann auch sein, dass das ebenso Piece of Cake gewesen wäre. Die Teile wurden wie üblich bei Formulor gelasert und die erste Passprobe war auch super. Beim Einsetzen der Spacer für den oberen und den unteren Teil musste ich aber feststellen, dass der MIDI-Sustainer eine komplett andere Form des Deckelscharniers nutzt. Jetzt bleibt der Einsatz nicht mehr nur noch ein bisschen an den Ecken hängen wie bisher, sondern der komplette Einsatz wird durch das Scharnier blockiert. Dadurch war dann am Ende des Tages der komplette Einsatz minimal zu hoch. Daher war es notwendig, nochmal neue Spacer zu lasern. Das Schalterproblem löst jetzt ein Drehschalter. Der regelt, von wo kommt das Signal rein und der verbliebene Kippschalter erklärt, wo geht das Signal hin. Kein Platz mehr für Verwirrungen. Der Drehschalter kann 6 Schaltstellungen, das heißt, ich kann alle Geräte ansteuern und habe ein offenes Kabel zusätzlich für die Zentrale meiner Wahl. Mein innerer Monk ist mittlerweile der Meinung, dass das Ganze mit 2 Drehschaltern besser aussehen würde, aber jetzt ist das eckige Loch halt mal da. Bleibt noch das Spurweitenproblem. Ich nutze Rollenprüfstände von Mazero. Die haben den großen Vorteil, dass die Rollböcke für N, TT und H0 das gleiche Grundgerüst nutzen und man daher verschiedene Rollböcke auf das gleiche Gestell setzen kann. Und, die meisten werden es wissen, für alle anderen kommt da auch noch ein ausführliches Video dazu. Die 12 mm in TT entsprechen Meterspur in H0, also H0M. Und die 9 mm für N sind auch gleichzeitig H0E. Und 16 mm H0 sind auch für 0E nutzbar und 12 mm wären 0F. Aber Spur 0 ist ja eher was für Leontal. Ich habe für jede Spurweite 4 Rollböcke drauf, da passen für H0 auch meine längsten Loks wie die Class 66 problemlos drauf. Für die anderen beiden Spurweiten ist das mit der Länge der Lok eh kein Thema. Um das gleiche mit einer Schiene zu erreichen, muss man ein bisschen mehr basteln. Von Tillich gibt es 3 Schienengleise für H0 und H0M, respektive H0E. Ich habe mir aus einem der beiden zunächst die mittlere Schiene entfernt, dann die Schwellenbänder aufgetrennt und jeweils 5 Schwellen für H0M und 5 für H0E eingesetzt. Anschließend die Schienen wieder eingezogen. Das könnte man sicherlich auch noch besser durchmischen. Für die relativ kurze Strecke sollte mein Vorgehen aber ausreichend sein, um ein 4-Schienengleis zu bekommen, das 3 Spurweiten aufnehmen kann. Wichtig ist nur, H0M und H0E um 180 Grad verdreht anzuordnen, da sonst die Schienen auf den Kleineisen der anderen Spurweite aufsetzen würden und nicht plan aufliegen. Beim Aufbau zeigen sich dann mal wieder die Tücken der Planung. ESU-Tester und MXULFA sollen wieder geschraubt werden, aber bei beiden liegt jeweils ein Loch genau da, wo die Spacer angebracht werden.
Da ich die Löcher aber nicht gelasert, sondern von Hand gebohrt habe, ist das in der Vorlage nicht aufgefallen. Auch die Zentrierhilfe für den Drehschalter hätte ich besser direkt gelasert, so war es doch ein bisschen hakelig, das Loch richtig hinzubekommen. ESO Lock Programmer und der Pico Smart Programmer wurden mit Hilfe von Doppelklebeband fixiert. Ich habe zwar schon ein etwas stärkeres benutzt, das reicht aber immer noch nicht, um über die Erhebungen am Boden des Lock Programmers zu kommen, und somit wurde es auf eben diese geklebt. Auch hier ist ein kleiner Planungsfauxpas passiert. Das serielle Kabel für den Anschluss des ESO-Gerätes an den Rechner liegt genau über dem Schalter. Vor allem deshalb ärgerlich, weil nach links noch genug Platz wäre. Es könnte passieren, dass mein innerer Monk hier dann doch irgendwann nochmal neu lasert. Aktuell löse ich das Problem mit einem gewinkelten COM-Stecker. Nachdem alle Geräte verbaut sind, kann es an die Verkabelung gehen. Am Drehschalter werden Kabel angelötet, Vakuumklemmen verbinden diese mit ihrem Ziel. Am Wippschalter kommen wieder gekrimmte Flachstecker zum Einsatz, wie auch schon beim ersten Sustainer. Für einen Test braucht es natürlich auch ein Gleis. Nach dem Verkürzen des 4-Schienen-Gleises habe ich dieses zunächst mal am neuen Ende mit passenden Schwellen versehen, damit alle Schienen guten Halt haben, und dann das Gleis mit U-Kraftkleber aufgeklebt. ESO und SIMO funktionieren schon mal wie angedacht. Die neue Logik, wo kommt's her, wo geht's hin, ist sehr leicht und eingängig, trotz bislang fehlender Markierung, auf welcher Schalterstellung welches Gerät liegt. Der Pico Smart Programmer muss zu einem späteren Zeitpunkt getestet werden, da ich die Gleisanschlussklemme nicht zur Hand hatte. Beim weiteren Zusammenbau musste ich feststellen, dass die Bodenplatte hinderlich ist, um den Einsatz leicht aus dem Sustainer nehmen zu können. Die Scharnierkonstruktion und ich, wir werden da keine Freunde mehr. Diese erfordert es nämlich, den Einsatz leicht zu verkanten, um an ihr vorbeizukommen. Und das geht mit der Bodenplatte schlicht und ergreifend nicht. Man müsste diese so konstruieren, dass sie nach hinten weniger tief ist, um das zu bewerkstelligen. Ich habe mich aber dafür entschieden, diese komplett wegzulassen und stattdessen einen Schaumstoffeinsatz in den Boden einzulegen. Das erleichtert natürlich auch die Zugänglichkeit der Kabel, die ich jetzt nicht so total ordentlich einfach unter der oberen Platte zusammengefasst habe. Der Drehschalter erhält seine Beschriftung mit Hilfe einer passend bedruckten Checkkarte. Das DCC-Icon für die Schalterstellung 1 ist natürlich ein bisschen irreführend. Man kann an den offenen Anschluss natürlich auch ganz normal analogen Gleichstrom anklemmen. Aber das in einem Icon auszudrücken, erschien mir kaum möglich. Die Drehachse des Schalters wurde mit dem Proxon gekürzt und dann die Schalterkappe aufgeschraubt. Zum Abschluss gab es noch ein paar passende Schilder als Beschriftung. Damit ist Version 2 meines Digitalsystemers respektive DCC-Testcenters fertig. Ist er jetzt perfekt? Natürlich nicht. Man könnte immer etwas besser machen. Die Kabelführung unter der Bodenplatte ist alles andere als hübsch. Die Probleme mit dem Scharnier sind ärgerlich, waren so vorher aber nicht abzusehen. Und die Lösung ohne feste Bodenplatte hat auch etwas von schnell mal hingefrickelt. Aber vieles ist besser geworden und daher hat sich der Umbau definitiv gelohnt. Der Drehschalter ist großartig, der offene Anschluss statt der fest verkabelten Digitrax-Zentrale eröffnet neue Möglichkeiten. Auf den Tester lässt sich jetzt alles aufstecken, ohne den Einsatz aus dem Sustainer nehmen zu müssen. Gleichzeitig geht letzteres dank dem großen Eingriff sehr einfach, wenn man den Pico-Tester zum Einsatz bringen will. Und das 4-Schienen-Gleis und der spurflexible Rollenprüfstand ermöglichen jetzt weit mehr Testmöglichkeiten als vorher. Jetzt folgt hier noch ein Fahrvideo, das erste Fahrvideo auf Franconian und Western. Okay, Fahrvideo auf dem Rollenprüfstand ist vielleicht ein bisschen sinnfrei.